Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin Michael. Der absolute Experte von Bosch, Anwendungsbetreuer und jemand, der uns heute die Kappschienen mal im Detail erklärt. Denn vor kurzem hatten wir genau das hier von Bosch, die FSN Warn, mit dem wir kappen konnten. Aber wir haben heute was Neues, was ganz anderes. Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Vor allem müssen wir auch darüber sprechen, dass diese Säge, die 57X am Ende und die 57-2 mit G oder ohne G, komplett verschiedene Sägen sind. Weil ihr fragt mich immer wieder, wo ist denn eigentlich hier der Unterschied? Heute soll es also um die neuen Kappschienen gehen und die neue Säge. Die Frage ist, wozu brauchen wir den Quatsch denn eigentlich? Weil wir haben ja Führungsschienen, wir haben hier ein Stück Holz, kann ich doch eigentlich auch so einfach absägen, oder? Warum brauche ich eigentlich eine Kappschiene? Ja, wir haben jetzt hier die kürzeste Führungsschiene, die wir im Programm haben, die ist 800 mm lang. So, und wenn du die irgendwo auflegst, musst du natürlich irgendwo einen Anriss haben, oben und unten, je nachdem, ob du im rechten Winkel schneidest oder schräg. Und je kürzer das Holz ist, umso eher fängt die an zu kippeln oder verschiebt sich. Die ist ideal zum Auftrennen für lange Schnitte und deswegen gibt es sie auch noch länger. Aber für kurze Abschnitte ist so ein Kappschienensystem natürlich wesentlich besser. Aber die zentrale Frage ist doch, warum eigentlich Kappen? Weil da habe ich ja eigentlich eine normale Kappsäge und hier brauche ich jetzt eine Kappschiene. Ja, jetzt stell dir mal vor, du hast ein riesenschweres Teil, was du abkappen möchtest. Das brauchst du vielleicht 2 Mann, um auf die Säge drauf zu packen. Dann ist die vielleicht ein bisschen instabil, weil das Gerät so schwer ist, was wir da tragen. Und deswegen ist es einfacher, das mit der Hand zu machen. Das Werkstück bleibt liegen und wir kappen mit der Hand. Genau, kann ich wirklich auch nur bestätigen, ist absolut sinnvoll. Ich selbst arbeite sehr, sehr gerne mit Kappschienen und habe in der Vergangenheit natürlich sehr viel damit gearbeitet. Viele von euch werden das kennen, das ist die sogenannte FSN Warn. Die kann ich auch nochmal verlängern, das ist überhaupt gar kein Problem. In der Praxis ist es so, ich habe jetzt diese Schiene, setze sie hier an, habe also sofort hier einen Anschlag, sodass ich sofort im 90-Grad-Winkel sägen kann. Das Säge rüber, fertig. Genau. Genauso kann ich jetzt hier natürlich einen Winkel ansetzen. Nehme jetzt irgendwas, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, so um die 25 Grad vielleicht, setze das auch an, kann sofort im 25-Grad-Winkel arbeiten. Aber das System hat einige Nachteile gegenüber den neuen Schienen und deswegen schauen wir uns die mal an. Wir beide haben vor dem Video ein bisschen philosophiert über die Vor- und Nachteile genau dieser Schiene. Und mein persönlicher großer Nachteil an dem Ganzen hier ist, dass die Säge hier drauf nicht befestigt wird. Denn wenn ich Kappschnitte mache, ist es so, ein einzelner Schnitt geht noch. Sobald ich zur Überblattung gehe, möchte ich ja immer weitersägen, versetzen, weitersägen. Und dann ist es immer so eine Sache, dass sich das beides natürlich voneinander löst. Ich mache den Schnitt, muss es ein bisschen weiter, dann ist die Säge nicht ganz drauf und so weiter und so fort. Und das ist für mich ein Hauptthema, warum ich mich richtig groß freue auf dieses neue System, damit auch schon gearbeitet habe und euch schon jetzt sagen kann, das macht richtig Spaß. Aber vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz, was ist denn jetzt anders zwischen dieser kleinen, einfachen Schiene und genau diesem System? Ja genau, also den WHN, den kann ich natürlich auch nach vorne und hinten verlängern, aber das ist eben nicht ideal, weil die Maschine natürlich nicht da fixiert ist da drauf. Und das ist der große Vorteil von dem Kappschienensystem. Ich setze die auf und die Maschine und die Kappschiene bilden eine Einheit. So dass wir da die Schiene und die Säge in einer Hand haben, das Werkstück in der anderen und dann sägen können und lösen oder nochmal sägen, ohne dass wir jetzt beide Sachen voneinander trennen müssen. Genau, Geschwindigkeit ist was ganz anderes auf einmal. Du kannst mit der gefühlt 3-, 4-, 5-fachen Geschwindigkeit haben, gerade beim Thema Überblattungen und kannst einfach weiterarbeiten. Aber vielleicht zeigst du uns das mal ganz kurz, wie setze ich hier die Säge ein? Gerne. Also ich nehme jetzt die Maschine und habe jetzt erstmal den Vorteil, dass ich hier schnell lösen kann. Jetzt setze ich die ein, jetzt habe ich hier vorne, ich zeige es doch mal, eine kleine Kante. Genau. Die setze ich hier unten in der Nut ein und dann geht es eigentlich relativ einfach und habe das direkt fest. So, und jetzt fragen die meisten jetzt, wie kriege ich das wieder los? Das heißt, ich ziehe kurz nach vorne, gehe dann hier rüber und ganz wieder raus. Ne? Das heißt hier ansetzen und fertig. Und das macht halt enorm schnell. Wahrscheinlich ist es so, dass du fürs Arbeiten eine präferierte Schiene hast. Du brauchst natürlich nicht alle. Also du brauchst nicht alle 3 Schienen, sondern du wirst sagen, für meine normalen Anwendungszwecke habe ich wahrscheinlich eine bestimmte Länge, die ich meistens brauche. Die
Ich persönlich muss sagen, wahrscheinlich ist das meistens auch verbunden, außer du transportierst es gerade und kannst dann aber auch schon losarbeiten. Für euch ganz wichtig, weil es vielleicht vorher nicht so richtig rübergekommen ist, das geht hier natürlich nicht nur um 90-Grad-Schnitte, sondern du hast ja die Möglichkeit, super schnell, ich sehe es hier gerade von 60 auf 60 Grad, will ich rechts, links anzuschlagen und das Ganze auch super schnell zu ändern. Vielleicht zeigst du es mal ganz kurz, wie das funktioniert. Genau. So, wir haben jetzt hier, wie gesagt, insgesamt 3 verschiedene Längen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, bei allen 3 hier unten die rote Schraube zu lösen und dann hier zu verschieben. In den gängigen Winkeln rastet der ein, wie bei 0, also 90 Grad, 22,5, 45 und dann kann ich es hier festziehen. So, und jetzt habe ich hier unten 2 Anschläge. Einmal hier, der bleibt fest und einmal hier, die dafür sorgen, dass ich jetzt diesen Winkel eben auch anschlage. Das heißt, das kommt beides an das Holz ran. Und schon habe ich den Winkel, den ich brauche und kann jetzt loslegen. Und jetzt kommt auch mal unterschiedliche Längen, wenn ich das noch mal erklären darf. Wir haben hier eine 300er, eine 440er und eine 740er. Und je mehr wir in die Gärung gehen, umso länger wird der Schnitt. Und dementsprechend, was machst du, was brauchst du, kannst du die einsetzen. Wenn du nur gerade kappen möchtest, 90 Grad, irgendwo eine Diele oder sowas, dann reicht die 300er. Aber sobald du in die Gärung gehst, musst du entsprechend der Breite des Materials die mittlere oder die größte nehmen. Genau, ganz wichtig. Und vielleicht nochmal zum Verständnis, wir haben hier diesen einen Punkt, den Micha eben auch schon gezeigt hat, und darum rotiert das Ganze. Das heißt also, hier setzt du es immer an, kannst es entsprechend nach rechts oder links rotieren, so wie du es halt entsprechend hier eingestellt hast und brauchst. Und eine Sache ist nochmal ganz wichtig, wenn wir jetzt mal uns das Ganze anschauen, haben wir hier die neue Säge. Und zwar ist es die 57 GX heißt sie jetzt, oder? 2GX. 2GX, genau. 2 bedeutet zweite Generation. Das ist so. Obwohl es von der eigentlich gar keine erste gab. Nee, von der X nicht, aber von der Variante mit der Schnitttiefe. Ah ja, okay, das stimmt. Weil ich habe vor kurzem ein Video oder ein Live gemacht und da wurde immer wieder gefragt, Mensch, kann ich nicht auch meine alte Säge dafür nehmen? Nämlich meine 57-2, meinetwegen G, ohne das X, ja, die habe ich ja hier. Kann ich die Säge dafür nehmen oder nicht? Ja, eigentlich nicht oder grundsätzlich nicht. Warum eigentlich nicht? Weil ich habe eben schon die Nase gezeigt. Das ist eine bestimmte Führung, damit die Maschine auch wirklich fest auf der Schiene arretiert ist. Und das geht nur mit der neuen und das erkennt man an dem X, weil die Führungsschienen auch X-Zeichen haben und die Maschine eben auch. Aber rückwärtskompatibel sind wir. Das heißt, die neue Maschine kannst du auf das gängige Führungsschienensystem weiterhin benutzen. Ganz wichtig, also schauen wir uns das auch mal von unten an. Wir haben hier beide Führungsschienensysteme, die wir nutzen können. Zusätzlich haben wir hier diese kleine Kante, die wir brauchen hierfür, die aber nicht stört auf der Führungsschiene. Richtig. Und jetzt schauen wir uns noch mal diese Säge hier an. Das ist mal ganz wichtig bei der 57. Die 57-2 gibt es natürlich auch in 2 Varianten. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt die mit G und ohne G. Genau. Das heißt, es gibt die führungsschienentauglich und nicht führungsschienentauglich. Das erkennt ihr sehr gut hier unten an den Nuten, die ihr drin habt oder eben auch nicht. Ja. Ja? Weil viele sagen, Handkreissäge brauche ich das nicht. Ist auch ein bisschen günstiger. Dann habt ihr vielleicht die Säge zu Hause. Wichtig ist aber, die wird auf jeden Fall hier nicht drauf passen. Ja. Also die könnt ihr nicht adaptieren. Da gibt es keine Möglichkeit, das ist dafür nicht gedacht, weil hier wirklich dieses L-Stück, oder wie auch immer man das nennen mag, einfach nicht dran ist. Genau. Als wir die entwickelt hatten, da hatten wir noch nicht irgendwo geplant, dass wir diese Führungsschienen eben machen, diese Kappschienensysteme. Und deswegen ist die dafür nicht vorgerichtet. Aber es wird so sein, dass alle Maschinen, in der Regel, die jetzt hier auf dem europäischen Markt kommen, entsprechend auch für dieses Kappschienensystem dann auch ausgelegt sind. Das heißt, in Zukunft werden wahrscheinlich alle anderen Sägen auch kappschienentauglich werden. Also ich persönlich würde es sehr feiern, wenn die 68er das kann. Natürlich wie immer kann er mir nicht versprechen, dass es kommt, aber ich hoffe mal, dass ich das so ein bisschen rauslesen konnte, weil ich mag diese Schnitttiefe einfach und ich mag dieses Gerät einfach. Wobei ich sagen muss, so ein bisschen ist es auch Quatsch, weil das, was ich an der 68er sehr mochte, habt ihr hier ja übernommen. Denn wir haben jetzt ja hier eine andere Höheneinstellung, weil wenn wir hier die Höhe einstellen wollen, müssen wir das Ganze hier hinten an diesem Hebel machen, dann müssen wir hier ziehen, können hier nach oben und unten das Ganze stellen. Das ist hier an der Säge anders. Genau. Hier muss ich die Hand von dem Griff wegnehmen, die rechte oder die linke, um umzustellen.
Das ist manchmal nachteilig und das brauche ich hier nicht. Ja, das heißt, ich kann hier die Tiefe einstellen über diesen Hebel. Jetzt müsst ihr aufpassen. Viele denken, ich entriegel den Schalter dadurch. Das heißt, die Höhe wird manchmal verstellt. Also ihr müsst euch daran gewöhnen, wenn ihr die entriegeln wollt, hier rechts oder links zu drücken, damit ihr die entsprechend entriegelt und loslegen könnt. Also hier oben ist nur die Höhenverstellung. Ja, kann ich nur bestätigen, das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Und wenn man, das Problem ist, wenn ihr häufig zwischen dieser Bauart und der anderen Bauart hin und her wechselt und noch die Tauchsäge in der Hand habt, dann ist es manchmal so ein bisschen, ich habe mir angewöhnt, manchmal hier so was draufzukleben, um mich dran zu gewöhnen und zu, ja, okay, jetzt arbeite ich mit der und dann ist es, also drüber zu kleben, dass meine Hand das merkt. Aber das hier ist für mich ein absoluter Gamechanger. Das ist so viel besser, denn ich muss sagen, die Verstellung an dieser Säge, also an allgemeinen Handkreissägen, finde ich immer echt nervig. Weil dann musst du da fummeln und machen und tun und die Höhe. Und wie stelle ich denn die Höhe ein? Allein wenn man sich anguckt, wie stelle ich jetzt hier an der Säge die Höhe an und sehe auch, wie tief bin ich eigentlich. Dann gucke ich mir hinten das hier so irgendwo an. Da genau. Und dann sage ich mir so, ja, kann ich das lesen, kann ich es nicht lesen und so weiter. Bei der hier einfach eine andere, das ist eine ganz andere Klasse. Ich kann hier mit einer Hand, vor allem ich kann hier das sehen, sehe hier, das ist ein kleiner feiner Strich, stelle das Ganze jetzt so auf 20 mm, fertig und kann arbeiten. Das macht deutlich mehr Spaß. Also das ist ein riesen Fortschritt. Und ist auch dementsprechend ich sag mal, eine ganz andere Klasse für mich persönlich dann auf einmal. Und es gibt so viele andere Kleinigkeiten, die hier auch besser sind. Im Grunde ist das von ganz vielen Dingen eher so der kleine Bruder von der 68er als der große Bruder von der hier. Ja, genau. Also ich würde jetzt noch mal gerne darauf eingehen, warum stellen wir eigentlich die Höhe ein? Also wir können ja immer volle Kanne durchgehen. Aber das hat was mit der Sägezahlengeometrie zu tun. Das heißt, wenn wir eine schmale Platte haben und haben die komplette Schnitttiefe eingestellt, da kommt der Zahn eben fast im rechten Winkel unten in das Holz. Das sieht dann hinterher aus eher wie abgebissen. Und wenn wir dann die Tiefe so richtig einstellen auf die Höhe der Platte, bisschen rausgucken noch so 2-3 mm, dass die Späne abgeführt werden, dann haben wir eher einen ziehenden Schnitt, wie ein Hobelmesser. Dadurch kriegen wir ein wesentlich sauberes Ergebnis, sparen entsprechend Akkulaufzeit, das heißt, wir haben das Sägeblatt nicht so oft im Material, nicht so lange im Material, dadurch können wir länger mitarbeiten und wir haben weniger Zubehörverschleiß. Also es hat nur Vorteile, wenn wir die Tiefe einstellen oder die Höhe, je nachdem, wie man es nennt dann. Absolut. Wir haben hier noch ein Bedienfeld, was machen wir damit? Genau, jetzt haben wir hier 3 Geschwindigkeitsstufen, weil jetzt hier auf deiner rechten Seite liegen noch 2 verschiedene Sägeblätter, die wir auch einsetzen können. Das heißt, die Maschine ist natürlich nicht nur auf Holz begrenzt, sondern du kannst eine Vielzahl von anderen Materialien auch bearbeiten. Unter anderem haben wir jetzt hier mal mitgebracht für Aluminium und einmal ein Sägeblatt, das ist für Fiberzement, das heißt glasfaserverstärkte Gipse und ähnliche Sachen. Und da brauche ich vielleicht eine andere Drehzahl und die kann ich dann einstellen. Und wir haben einen Eco-Modus. So, jetzt habe ich ganz dünne Hartfaserplatten oder weichere Materialien. Ich brauche nicht den gesamten Strom. So wird der Strom insgesamt reduziert, dass weniger Akkukapazität reinfließt in die Anwendung, sodass ich die Anwendung schaffe ohne Probleme, aber die Akkustandzeit wesentlich länger ist. Das bedeutet der Eco-Modus. Also jetzt kann ich erstmalig mal wirklich die Geschwindigkeit einstellen, das konnte ich ja an der Maschine auch nicht. Was absolut Sinn macht. Übrigens, weil du es eben so nebenbei gesagt hast, für viele ist das natürlich so ein Ding, so was, ich kann damit auch Aluminium schneiden. Ich habe es gerade jetzt am Wochenende, habe ich das wirklich sehr, sehr viel gemacht, hatte ich Aluminiumleisten, die ich schneiden musste und das kann diese Maschine. Ja. Und das können diese Blätter, auch die Standzeit dieser Blätter ist wirklich enorm lang bei Aluminium. Du kannst einfach schneiden und der Schnitt ist absolut genial. Das ist ein perfekter, sauberer, ausrissfreier Schnitt, das macht richtig Spaß. Ja, jetzt könnte man natürlich auf die einzelne Sägezahlengeometrie eingehen, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, aber das ist jetzt eben optimiert für Aluminium. Ne? Die Anzahl der Zähne, die Art des Zahnes und die Zahngeometrie und deswegen habe ich so eine hohe Standzeit, weil das optimiert ist. Das heißt, du könntest vielleicht auch mit dem Holzblatt damit sägen, aber nicht so lange und dann kannst du danach nie wieder Holz sägen. Und das ist das Problem, was wir dann haben. Es geht, aber danach hast du kein besseres Ergebnis mehr. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Folgendes, wir probieren das einfach mal aus. Ja, machen wir.
Wir haben gerade gesehen, wie gut du geschnitten hast, aber ich habe irgendwie das Gefühl, mit der Maschine stimmt irgendwas nicht. Weil immer wenn du durch warst, durch das Holz, hat die aufgehört zu sägen. Ja, ist doch gut. Ja, aber warum? Weil also ich habe Folgendes gesehen. Du hattest deinen Finger immer noch auf dem Knopf, hast gesägt, aber das Blatt hat gestoppt. Warum? Genau, das nennen wir End of Cut. Das heißt, das ist eine Elektronik, die erkennt, dass ich aus dem Widerstand raus bin. Und die Maschine schaltet dann automatisch ab. Warum brauchen wir das? Vielleicht sind dahinter andere Materialien, die ich nicht beschädigen möchte. Oder steht ein Kollege, der vielleicht das Zeug festhält, ja, damit du dich nicht reinschneidest. Auf jeden Fall ist es ein Sicherheitsvorteil, dass es ausgeht, bevor du den Finger loslässt. Das heißt, sobald du aus dem Widerstand rausgehst, ist der aus. Das ist die Elektronik, die ähnlich auch wie der Kickback Control, der hier drin ist. Das ist eigentlich ein Vorteil für den Verwender aus sicherheitstechnischen Gründen. Es war erstaunlich auch konstant, dass das wirklich an der richtigen Stelle ausgemacht hat. Also wirklich, man hat gemerkt, und dann ging er auch schon aus. Und auch relativ schnell, muss man sagen, dass das Gerät da gestoppt hat. Genau, aufgrund der bürstenlosen Motoren haben wir eben so Auslaufbremse drin. Das heißt, also wenn ich loslasse oder End of Cut reagiert, dass der dann ganz schnell ausläuft. Also nicht mehr ewig nachläuft und. Das ist auch ein Sicherheitsvorteil. Ja. Okay, was ist an dem Gerät jetzt noch anders? Weil du hast mir vorhin gesagt, jetzt gibt es auch ein Licht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das eben angekommen ist, dass wir jetzt hier auch den Schutz nach hinten machen können. Dann haben wir hier ein Licht, das geht nicht direkt an, wenn ich anschalte, sondern nur die Taste berühre. Dann geht das Licht schon an. Das heißt, bevor die Maschine eingeschaltet wird, siehst du, wo dein Anriss ist. Je nachdem, wo du bist, hast du unten deinen Anriss, siehst den von oben und unten nicht. Das heißt, du kannst da, wo du stehst, reingucken und siehst den Anriss. Und eben ist noch was passiert, wir haben nicht alles absaugen können, weil der hat jetzt hier vorne ein Gebläse. Das heißt, wenn du ohne Staubsauger arbeitest, bläst der den Anriss frei. Das heißt, du hast den großen Vorteil, dass du, egal wie du sägst, den Anriss immer frei hast. Ja? Egal wie stark der Staubsauger ist, egal wie nass das Holz ist, der saugt das richtig gut frei, sodass du sauber eben siehst, wo du arbeitest. Im Grunde so eine ähnliche Funktion wie bei den Stichsägen. Genau, richtig. Ja. Das könnt ihr auch von der 955er, die hat das auch super, da kannst du wirklich was mit saugen, richtig. Ne? Oder pusten, sag ich jetzt mal. In dem Sinne, ja. Pusten in dem Sinne. Was haben wir hier noch? Das ist ein Anschlag, der gehört gleich mit dazu? Der gehört dazu. Ja. Zur Säge? Zur Säge, zum Lieferumfang. Jetzt fragt er sich, wie gehört das zum Kappschienensystem? Das ist jetzt meine Alternative dazu, wenn du jetzt keine normale Führungsschiene hast. Du hast jetzt hier die kurzen Schnitte, die Kappschnitte, die haben wir eben erklärt. Aber hier und da möchtest du natürlich auch mit der Säge mal auftrennen, das heißt einen langen Schnitt machen. Jetzt zum Beispiel hier am Tisch nochmal irgendwas ranmachen. Dann hast du einen sogenannten Parallelanschlag, den kannst du festmachen in einer gewissen Breite und hast dann die Möglichkeit lang aufzutrennen bzw. einen langen Schnitt zu machen. Ich würde sagen, lass uns das einfach mal ranmachen. Wie immer das geht. Wie immer das geht, genau. Es kommt darauf an, auf welcher Seite du das ranmachen möchtest. Warte, ich mache es hier mal zur Sicherheit ab. So. Und das Ganze gehört daran, also ganz simpel, hier sieht man es ja auch. Genau, deswegen sind diese komischen Halter, ja, die dann eben dafür sorgen, dass du, wenn du die hier festmachst, vorne und hinten, dass der auch ordentlich anliegt. Dass der ordentlich anliegt. Das ist ein Feingewinde, deswegen dauert das so länger. Aber dadurch habe ich eine bessere Haltekraft. Das machst du vorne und hinten. Hast das natürlich vorher auf die Länge eingestellt, die du abkappen möchtest. Und hast jetzt den Vorteil, dass der wirklich fest ist. Und du hast jetzt hier deinen Anschlag, sodass du hier eine gute Auflage hast. Hier unten die Auflage und hier unten den Anschlag, dass du wirklich sauber einen geraden, parallelen Schnitt machen kannst. Ich versuche euch das mal zu demonstrieren. Das heißt, so könnte ich jetzt, genau, also, so. Und jetzt seht ihr hier, so kann ich entsprechend hier entlang gehen. Ich könnte zum Beispiel noch einen Nut ziehen, wenn ich das möchte. Ja. Genau. Micha, was mich interessieren würde, ist, was für einen Akku brauche ich denn hier drin eigentlich? Weil die neuen Sägen haben ja häufig eine Biturbo-Technologie drin. Was ist das für eine Säge? Also die hat jetzt keinen Biturbo-Motor drin, weil ich die für diese Anwendung, für die Größe eigentlich gar nicht brauche, was die Leistung eben voll und ganz ausreicht mit dem Motor, den wir drin haben. Das heißt, es ist nicht zwingend erforderlich, den leistungsstarken Akku zu nehmen. Das heißt, der 4 Ampere-Stunden Akku reicht hier voll und ganz für Schnitte, wenn du hier und da mal abkappst, wenn du zum Bodendeckelschalung machst, hier mal einen Schnitt, da mal einen Schnitt. Das heißt, wenn du nicht permanent arbeitest. So, der 18 Plus wäre ideal, wenn du wirklich nur am Schneiden bist, auftrennst, also starke Materialien bearbeitest, eine Eiche-Diele auftrennst und. Dann macht der Sinn. Aber für die normalen Arbeiten, für die Kapparbeiten, die wir hier haben, reicht der 4 Ampere-Stunden Akku voll und ganz aus. Oder auch der herkömmliche Standardakku ganz genau. Richtig, genau. Genau. Das heißt hier, der 18 Plus hat ja seine Vorteile über da, wo ich lange Zeit viel Strom ziehe.
Dadurch hat er einen geringen Innenwiderstand, dadurch geringere Wärmeentwicklung, dadurch insgesamt höhere Standzeit. Wenn ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch mal hier oben. Ihr kennt jetzt die wesentliche Funktion und die Funktionsweise auch dieses Systems und ich kann euch nur sagen, ihr müsstet das echt mal ausprobieren, denn ich bin der klassische Endanwender. Ich sage erstmal, wozu brauche ich den ganzen Quatsch? Das brauche ich doch gar nicht. Und ich habe wirklich früher gesagt, brauche ich nicht. Und irgendwann einmal habe ich angefangen mit so einer Kappschiene zu arbeiten und dann habe ich gemerkt, wie schnell das ist und wie cool das ist und wie viel Spaß das auch macht. Denn zum Beispiel auch so eine Überblattung wie hier ist super schnell ausgearbeitet und das ist einfach mit anderen Möglichkeiten, dauert es einfach deutlich länger und hier kannst du mit der Säge, die du sowieso schon hast, einfach schnell zack, zack, zack arbeiten. Genauso wie du auch solche Schnitte hier machst und das macht richtig, richtig Spaß. Wenn du vielleicht irgendwo mal auf der Tour von Bosch die Möglichkeit hast, mal vorbeizugehen, komm einfach mal dorthin, probier das Ganze auch mal aus. Bitte schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es schon mal ausprobiert habt und natürlich auch eure Fragen und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao.